Ich bin in Van Vieng. Normalerweise unter Normalumständen ist dabei die ja, normalerweise ohne Covid ist Van Vieng so die Backpacker- und Party-Metropole in Laos. Und ich war auch schon in der Vergangenheit hier zweimal, aber jeweils nur für kurze Aufenthalte. Dementsprechend kenne ich Van Vieng gar nicht so gut. Und deshalb werde ich mich jetzt mal umschauen und nehme euch gerne dabei mit. Viel Spaß! Hallo und sonnige Grüße aus Laos. Wenn du das erste Mal hier bist auf meinem Kanal und wissen willst, wie das Leben in Laos aussieht und was hier sonst so abgeht, dann lass doch direkt mal ein Abo da. Ja, wie gerade eingangs gesagt, bin ich momentan in Van Vieng und ich befinde mich jetzt im Zentrum von Van Vieng, denn ich bin auf der Suche nach Mittag, nach irgendeinem Restaurant, wo ich gut was essen kann. Und ich kenne mich hier halt nicht so gut aus, dementsprechend ja, laufe ich hier gerade ein bisschen rum und schaue einfach gerade mal, was gut aussieht. Und dabei gucke ich einfach mal, wie die Atmosphäre hier momentan in Van Vieng ist. Denn momentan ist hier nicht viel los und eigentlich ist das halt so diese Backpacker- und Party-Metropole in Laos. Ja, lass einfach mal ein bisschen umschauen und gucken, wie es so aussieht, wie die Atmosphäre ist. Lass uns mal was zum Mittag finden. Ja, also hier drüben haben wir direkt diverse Sandwich- und Burgerstände. Und zudem verkaufen sie auch noch ein paar Getränke. Also an die Stände erinnere ich mich von meinem letzten Aufenthalt. Ich war vor ziemlich genau einem Jahr hier und da habe ich dann mal ein Sandwich gegessen. Sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber das war eines der schlimmsten Sandwiches meines Lebens. Also das lag so schwer im Magen und ich sag mal, das hat mich in der Nacht wieder eingeholt. Das war nicht so toll. Hier vorne ist die Luang Prabang Bakery, auch an die erinnere ich mich noch. Also die ist richtig gut, wenn man ja, halt so Kaffee und Kuchen will, also Süßgebäck und einfach mal ein Käffchen trinken will. Die kann ich empfehlen. Hier ist direkt noch ein weiteres Café, aber das sieht mir mehr nach Kaffee aus. Ich habe bloß auch was Herzhaftes. Also kann auch laotische Küche sein. Ich esse das laotische Essen jetzt sehr gerne. Ist oft sehr einfach mit Reis und Gemüse und ein bisschen Fleisch, aber ist halt sehr lecker. Hier, was die Atmosphäre in Van Vieng angeht, seht selbst, es ist sehr ruhig. Aber die Aussicht ist wunderschön. Und wir gehen mal runter zum Fluss. Das ist nochmal ein bisschen schöner. Ja, das ist der View hier unten vom Fluss, vom Nam Song River. Ist ganz nice, oder? Also mir gefällt es gut. Hier auf der anderen Seite sieht man diese ganzen Terrassen. Da geht es normalerweise abends immer gut zur Sache. Also da gehen die Leute hin zum Dinner und zum Trinken und zum Party machen. Also da ist dann auch immer richtig was los. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt aussieht, wo jetzt nicht so viel Tourismus da ist. Aber jetzt mit der neuen Bahn, glaube ich, kommen mehr Leute von Vientiane hierher oder auch von Luang Prabang so das Wochenende. Heute ist Donnerstag, also ist heute wahrscheinlich noch verhältnismäßig ruhig. Aber ja, am Wochenende ist da bestimmt ein bisschen was los. Ja, und ich weiß, die Laoten, die sind ja auch keine Kinder von Traurigkeit. Schöne Grüße an euch alle hier an dieser Stelle. Ich weiß ja genau, ihr kommt gerne zusammen und ihr habt gerne mal einen Drink zusammen. Ein schönes, kühles Bier Lao. Finde ich gut, mag ich auch gerne. Ein super Bier. Mal gucken, vielleicht trifft man sich ja am Wochenende da unten. Ich habe ein Restaurant
Restaurant gefunden und auch was gefunden, was ich essen will. Mal gucken, ob sie es dann auch haben. Das war die Brownie. Nein, Thai. Kapschei. Ja, sieht gut aus. Haben sie. Ich esse hier. Ich bin der einzige Gast. Das ist jetzt mein Lunch. Reis mit Gemüse und Tofu in Süß-Sauersoße. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ist gut. Seblei. Seblei. So, das war die Sache mit dem Mittag. Und jetzt mal gucken, was hier sonst noch so abgeht in Van Vieng. Nach wie vor scheinbar nicht allzu viel. Es ist sehr ruhig. Also am auffälligsten sind eigentlich die Kids, die hier mit ihren Fahrrädern rumcruisen. Und wie man sieht, ich kann hier auch einfach auf der Straße spazieren gehen. Das ist gar kein Problem, fast gar kein Verkehr. Ja, es ist schon eine bisschen gespenstische Atmosphäre hier. Also Touristen sehe ich eigentlich fast gar nicht. Ich glaube, ich habe jetzt, seit ich von meinem Gasthaus losgelaufen bin, vielleicht 2 oder 3 Touristen gesehen, also westliche Touristen. Und ansonsten nur Locals. Die Geschäfte sind leer, die Restaurants sind leer. Ja, schon ein bisschen traurig. Über die Brücke hinter mir, da geht es dann auf die andere Seite vom Fluss. Aber da gehe ich jetzt heute nicht hin. Das mache ich morgen. Da werde ich mir ein Fahrrad von dem Gasthaus bei mir schnappen oder irgendwie ein Moped mieten oder so. Denn auf der Seite, ich sag mal, da sind die interessanteren Sachen von Van Vieng. Also insbesondere die Sachen, die was Outdoor-Aktivitäten angeht. Da geht es zu diversen Viewpoints, zu den Blue Lagoons. Und ja, da mache ich einen Trip morgen. Da freue ich mich schon drauf. Da nehme ich vermutlich auch wieder meine Kamera mit. Also dranbleiben und auch den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr das nicht verpasst. Jedenfalls gehe ich jetzt erstmal zurück zum Gasthaus. Das dauert jetzt einen Moment. Also ich bin jetzt eine ganze Weile gelaufen. Also der Rückweg dauert jetzt wahrscheinlich, weiß nicht, 20 Minuten mindestens. Aber das ist okay. Kleiner Spaziergang, ein bisschen Exercise. Wie gesagt, so gut kenne ich mich nicht aus in Van Vieng. Noch nicht. Also diejenigen, die von hier sind oder die hier schon mal waren, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare rein. Eure Highlights, eure Top-Restaurants, was auch immer. Ich bin sehr dankbar für jede Empfehlung. Ich glaube auch alle anderen, die die Kommentare lesen und möglicherweise hierher kommen in der Zukunft, sind auch dankbar für diese Empfehlung. Das war es dann auch erstmal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat diese kleine Van Vieng Walking Tour gefallen, dass ihr einen guten Eindruck bekommen habt, wie es hier aussieht. Vor allem jetzt aktuell, wo ja nahezu kein Tourismus hier ist. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken, damit ihr auch meine nächsten Videos nicht verpasst. Und ansonsten verlinke ich hier, ich weiß noch nicht auf welcher Seite, noch ein paar andere Videos, die euch vermutlich interessieren können. Also dann, macht's gut, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis bald. Erstmal.